Welcome to Road Rarities. Servus, ich bin der Manfred und betreibe dieses Oldtimer-Hobby seit 1978. Das Auto ist ein Steyr Fiat 1400B, war damals ein sehr modernes Auto. Der Motor hat 1400 Kubikzentimeter mit 58 PS, was für damalige Zeit ein sehr hoher PS-Wert war. Einem Vierganggetriebe. Das Auto hat 1200 Kilogramm Eigengewicht, ist relativ massiv gebaut, wie damals alle anderen Autos auch. Die Spitze ist 135 Stundenkilometer auf ebener Fläche. Allerdings in den Bergen hat sich das Auto aufgrund des hohen Eigengewichtes schon etwas träger angefühlt. Wieso exakt Steyr meine Lieblingsautos sind? Meine Ausbildung verbrachte ich in Steyr in der HTL. Die Fachrichtung war Kraftfahrzeug- und Motorenbau und seitdem beschäftige ich mich privat mit Oldtimer-Autos. Vor 3 Jahren habe ich dieses Auto bei einem beim speziellen Fiat Automobiltreffen in Vöcklerbruck am Stadtplatz gesehen. War ganz entzückt über diesen Originalzustand dieses Autos, bin rumgeschlichen um das Auto, von vorne, von hinten begutachtet, geschaut, wo ist der Verkäufer, der Fahrer dieses Automobils, und den habe ich dann letztendlich, mir Mut gefasst und ihn gefragt, ob er dieses Auto eventuell verkaufen würde. Es hat dann noch ein Jahr gedauert, bis der Verkäufer so weit weichgeklopft war, bis er mir dieses wunderschöne Auto zu einem fairen Preis überließ. An dem Auto sehen wir jetzt die unwahrscheinlich schöne Originalausstattung. Es gibt Originallack. Es gibt hier in der Windschutzscheiben sogar noch die originalen Einfahrvorschriften. Das Ganze ist in etwas amerikanischen Stil gestaltet worden, wie man ja in den 50er Jahren sehr viel den Amerikanern nachgemacht hat und wollte eben damit auch das österreichische Publikum begeistern. Sehr gut erhalten sind auch noch die originalen Steyr Fiat-Embleme. Das war eine Eigenkreation von Steyr. Die italienischen hatten nur den Schriftzug Fiat. Warum Steyr Fiat? Steyr Fiat war bis vor dem Krieg haben die reine Steyr Produkte gefertigt. Nach dem Krieg wurde aufgrund des Staatsvertrages nicht mehr gestattet, eigene Automobile zu bauen, und so behalf man sich mit einem Assembling-Vertrag mit der Fiat AG in Turin Fiat-Automobile in Österreich unter dem Markenlabel Steyr Fiat vertrieben. Sie waren sehr erfolgreich. Es gab vom kleinsten 600er Fiat bis zum Sechszylinder Fiat 3
23S zum Beispiel, da gab es auch sehr schöne Coupés, gab es eine ganz interessante Modellpalette. Zur Kooperation mit Fiat ist noch zu erwähnen, dass die Steyr-Werke nicht nur in Geld, sondern auch mit Materialien bezahlt haben. Das heißt, es wurden jahrelang Steyr Fiat Hinterachsen nach Turin geliefert, die dann in diesen italienischen Fiat-Modellen eingebaut worden sind. Typisch für die 50er Jahre, speziell der italienischen Auto, war der Mittelscheinwerfer, der als Nebelscheinwerfer funktioniert und auch als Lichthupe mit einem eigenen Taster in Lenkradmitte. Fasziniert hat mich dieses Auto insbesondere wegen dem guten Gesamtzustand. Er läuft problemlos, die Schaltung funktioniert klaglos, er bremst wie eine Eins und so bin ich gerne damit auf Österreichs Straßen, speziell auf kleinen Straßen, unterwegs.